Lektion 1, Geschenk für Papa. Ich ging nach unten und gab meinem Vater mein Geschenk. Das ist lieb. Was hast du ihm geschenkt? Ich kaufte ihm eine schöne Uhr, die er schon seit einiger Zeit im Auge hatte. Das klingt nach einem aufmerksamen Geschenk. Wie hat er reagiert? Mein Vater fand das Geschenk etwas ganz Besonderes und Bedeutsames. Das freut mich. Es ist immer schön zu sehen, dass sich jemand über ein Geschenk freut. Ja, es fühlte sich großartig an, ihn glücklich zu machen. Geschenke, die von Herzen kommen, werden oft am meisten geschätzt. Ich stimme zu. Es ist schließlich der Gedanke, der zählt. Lektion 2, Soße und Toppings. Haben Sie eine bestimmte Soße oder Toppings für Ihre Pasta im Sinn? Ich denke, ich nehme die Marinara-Sauce mit frischem Basilikum obendrauf. Das hört sich köstlich an. Marinara ist so eine klassische Wahl. Ja, und das frische Basilikum sorgt für ein wunderbares Aroma und einen wunderbaren Geschmack. Ich liebe es, wie aus einfachen Zutaten ein so leckeres Gericht entstehen kann. Genau. Beim Kochen ist manchmal weniger mehr. Planen Sie, noch etwas hinzuzufügen, zum Beispiel Käse? Definitiv. Eine Prise Parmesan wäre perfekt. Das ist eine tolle Idee. Es wird den Gesamtgeschmack verbessern. Lektion 3, Marketingstrategien. Ich denke, dass digitale Werbung für unsere Kampagne effektiver wäre. Ich stimme zu. Es erreicht ein breiteres Publikum und kann gezielter eingesetzt werden. Absolut. Wir müssen auch unsere Konkurrenten analysieren, um herauszufinden, was für sie funktioniert. Das ist eine tolle Idee. Aus ihren Strategien zu lernen kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Ja, wir können Marktlücken identifizieren, die wir schließen können. Genau. Es geht darum, unsere Alleinstellungsmerkmale zu finden. Lassen Sie uns Daten zu Ihren Kampagnen sammeln und sehen, wie wir unsere verbessern können. Ich freue mich darauf, in diese Forschung einzutauchen und unseren Ansatz weiterzuentwickeln. Ich auch. Mit der richtigen Strategie können wir uns wirklich von der Masse abheben. Lektion 4, den Flugsteig finden. Ist das der Flugsteig für unseren Flug? Ja, Ihr Tor befindet sich am Ende dieses Flurs, Tor 7. Dankeschön. Ich schätze die Hilfe. Kein Problem. Auf großen Flughäfen kann man sich leicht verlaufen. Genau. Ich bin immer erleichtert, wenn ich mein Tor rechtzeitig finde. Ich auch. Es ist wichtig, früh zu sein, um eine Hektik in letzter Minute zu vermeiden. Definitiv. Ich mag es, mich vor dem Einsteigen einzuleben und zu entspannen. Das ist ein kluger Ansatz. So haben Sie Zeit, sich auf den Flug vorzubereiten. Ich gehe jetzt zu Gate 7. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Lektion 5, stark bleiben. Wir werden Aggression und böser Absicht mit Entschlossenheit und Stärke begegnen. Das ist eine starke Aussage. Es ist wichtig, an unseren Werten festzuhalten. Ja, und an alle Nationen werden wir für die Rechte der Unterdrückten sprechen. Absolut. Für die Schaffung positiver Veränderungen ist Interessenvertretung von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam können wir etwas bewirken und andere dazu inspirieren, sich uns anzuschließen.
Ja, Einheit und Stärke in unserer Botschaft können zu größerer Wirkung führen. Ich glaube, dass Resilienz der Schlüssel zur direkten Bewältigung von Herausforderungen ist. Ich stimme zu. Unsere Entschlossenheit kann den Weg für eine bessere Zukunft ebnen. Lassen Sie uns weiterhin einander bei dieser wichtigen Arbeit unterstützen. Lektion 6: Sprachassistenten. Ich schätze auch die kontinuierlichen Updates und neuen Funktionen, die mit diesen Sprachassistenten einhergehen. Ja, sie werden immer intelligenter und hilfsbereiter. Es ist beeindruckend, wie sie im Laufe der Zeit aus unseren Vorlieben lernen. Genau. Sie können die täglichen Aufgaben erheblich erleichtern. Ich liebe die Möglichkeit, Erinnerungen einzurichten oder Fragen freihändig zu stellen. Es ist so praktisch. Es spart Zeit, wenn Sie alle Hände voll haben. Außerdem werden sie immer stärker in unsere Smart Homes integriert. Ja. Es ist erstaunlich, Lichter und Geräte mit Sprachbefehlen zu steuern. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche neuen Funktionen als nächstes hinzugefügt werden. Lektion 7: Unsere Kinder schützen. Ich sehne mich nach dem Lachen unserer Kinder, denn niemand wird mehr versuchen, sie zu erschießen oder ihnen Drogen zu verkaufen. Das ist ein starkes Gefühl. Jedes Kind verdient eine sichere Umgebung. Genau. Die Schaffung einer friedlichen Gemeinschaft ist für ihre Zukunft von entscheidender Bedeutung. Ja, es ist herzzerreißend, an Kinder zu denken, die in Angst aufwachsen. Wir müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie eine glänzende und sichere Zukunft haben. Absolut. Es liegt in unserer Verantwortung, für ihre Sicherheit einzutreten. Ich glaube, dass positive Veränderungen möglich sind, wenn wir unsere Anstrengungen bündeln. Ja. Gemeinsam können wir für jedes Kind einen Raum der Förderung schaffen. Unterstützen wir weiterhin Initiativen, die sich auf das Wohlergehen von Kindern konzentrieren. Lektion 8: Governance höherer Ordnung. Eine Regierung aus Menschen sollte sich auf eine höhere Ebene erheben. Ja, eines, das die Lücken füllt, die der Zufall oder die Weisheit hinterlassen haben. Für Führungskräfte ist es von entscheidender Bedeutung, nach größerer Integrität und Zielstrebigkeit zu streben. Absolut. Regierungsführung sollte die besten Qualitäten der Menschheit widerspiegeln. Ich glaube, dass ethische Führung dauerhafte Veränderungen bewirken kann. Ja, und es ist wichtig, um Vertrauen innerhalb der Gemeinschaften aufzubauen. Wir brauchen Führungskräfte, die das Wohlergehen aller Bürger in den Vordergrund stellen. Genau. Ein mitfühlender Ansatz kann Gräben überbrücken und die Einheit fördern. Lassen Sie uns Diskussionen über diese wichtigen Ideen anregen. Lektion 9: Instinkte und Verhaltensweisen. Es ist faszinierend, wie Instinkte verschiedene Verhaltensweisen wie Elternschaft, Paarung oder Kampf steuern. Absolut. Diese Instinkte spielen eine entscheidende Rolle für das Überleben und die Fortpflanzung. Ja, und sie können beeinflussen, wie wir miteinander und mit unserer Umwelt interagieren. Es ist interessant zu sehen, wie verschiedene Arten diese Instinkte auf einzigartige Weise zeigen. Definitiv. Manche Tiere zeigen beispielsweise instinktiv fürsorgliches Verhalten. Genau. Es ist erstaunlich, wie diese Verhaltensweisen das Überleben ihrer Jungen sichern. Und Paarungsrituale werden oft auch vom Instinkt gesteuert und sollen Partner anlocken.
Ja, diese Rituale können sehr aufwendig sein und es ist faszinierend, sie zu beobachten. Das Verständnis dieser Instinkte hilft uns, die Komplexität des Lebens zu verstehen. Lektion 10: Vorschläge einholen. Sollten wir auch unsere Kollegen um Vorschläge bitten? Das ist eine tolle Idee. Sie könnten wertvolle Erkenntnisse haben, die wir noch nicht berücksichtigt haben. Genau. Zusammenarbeit kann zu kreativeren Lösungen führen. Ja, und es trägt dazu bei, das Gefühl der Teamarbeit im Büro zu fördern. Ich glaube, dass Ihre Perspektiven unser Projekt erheblich bereichern könnten. Absolut. Unterschiedliche Standpunkte können oft zu besseren Ergebnissen führen. Lassen Sie uns eine Liste mit Fragen zusammenstellen, die unsere Diskussion mit Ihnen leiten soll. Guter Plan. Auf diese Weise können wir uns auf die Bereiche konzentrieren, in denen wir Input benötigen. Ich bin gespannt, was jeder zu sagen hat. Lektion 11: Restaurants in der Nähe. Gibt es in der Nähe noch andere Restaurants, die wir ausprobieren können? Ja, nur ein paar Blocks entfernt gibt es ein mexikanisches Restaurant. Das klingt verlockend. Ich liebe mexikanisches Essen. Ich auch. Sie haben tolle Tacos und köstliche Guacamole. Ich könnte mir jetzt eine scharfe Salsa gönnen. Definitiv. Es ist die perfekte Art, eine Mahlzeit zu beginnen. Sollten wir zuerst die Speisekarte online überprüfen? Das ist eine gute Idee. Es hilft uns bei der Entscheidung, was wir bestellen möchten. Ich freue mich darauf, heute etwas Neues auszuprobieren. Lektion 12: Benachrichtigungen deaktivieren. Ich habe darüber nachgedacht, Benachrichtigungen auf meinem Telefon zu deaktivieren. Das ist klug. Ich werde oft durch ständige Alarme abgelenkt. Ja, es kann schwierig sein, sich zu konzentrieren, wenn Ihr Telefon ständig summt. Genau. Die Reduzierung von Ablenkungen kann die Produktivität verbessern. Ich möchte bei meinen Aufgaben präsenter und weniger reaktiv sein. Das ist ein tolles Ziel. Es ist schön, ununterbrochen Zeit zum Konzentrieren zu haben. Ich beginne damit, nicht unbedingt erforderliche Benachrichtigungen zu deaktivieren. Gute Idee. Es wird Ihnen helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich werde euch wissen lassen, wie es weitergeht. Lektion 13: Eine beruhigende Atmosphäre schaffen. Ich denke, dass diese Farben die natürliche Atmosphäre des Raumes verstärken können. Ja, sie schaffen wirklich eine beruhigende, einladende Atmosphäre. Genau. Sanfte Grün- und Blautöne können dafür sorgen, dass sich ein Raum ruhig und entspannend anfühlt. Ich stimme zu. Es ist wichtig, Farben zu wählen, die den Frieden fördern. Haben Sie darüber nachgedacht, bestimmte Dekorationsgegenstände einzubauen? Ich denke darüber nach, einige Pflanzen hinzuzufügen, um mehr Leben hereinzubringen. Das ist eine tolle Idee. Auch Pflanzen können die Luftqualität deutlich verbessern. Ja, und sie verleihen den Innenräumen einen Hauch von Natur. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie alles zusammenpasst. Lektion 14: Aktivitäten erkunden. Welche anderen Aktivitäten haben Sie während Ihrer Reise unternommen? Ich habe eine Gondelfahrt in Venedig gemacht und es war magisch. Das klingt erstaunlich. Das wollte ich schon immer erleben.
Ja, durch die Kanäle zu gleiten und die Architektur zu sehen war unvergesslich. Ich kann mir nur vorstellen, wie schön es gewesen sein muss. Es fühlte sich wirklich wie eine Zeitreise in die Vergangenheit an. Haben Sie während Ihres Aufenthalts lokale Gerichte probiert? Ja, ich habe authentische italienische Pizza und Eis genossen. Das ist ein Muss bei einem Italienbesuch. Lektion 15: Spannung beim Wassersport. Definitiv. Ich freue mich auch darauf, einige Wassersportarten auszuprobieren. Das klingt spannend. Welche Aktivitäten haben Sie im Sinn? Ich würde gerne Kajak fahren und vielleicht sogar Paddleboarding ausprobieren. Das sind großartige Entscheidungen. Sie geben uns die Möglichkeit, die Küste zu erkunden. Ja, und ich habe gehört, dass die Aussicht vom Wasser aus atemberaubend ist. Absolut. Es ist eine einzigartige Perspektive, die kaum zu übertreffen ist. Stellen Sie sicher, dass wir während unserer Reise etwas Zeit für diese Aktivitäten einplanen. Ja, ich kann es kaum erwarten, den Nervenkitzel auf dem Wasser zu erleben. Es wird ein Abenteuer, das wir nicht vergessen werden. Lektion 16: Sandwich-Einstellungen. Was bevorzugen Sie heute zum Mittagessen? Ich hätte gerne ein Truthahn-Sandwich mit Salat und Tomate, bitte. Das hört sich köstlich an. Die Türkei ist eine großartige Wahl für ein Sandwich. Ja, und die Zugabe von frischem Gemüse macht es noch gesünder. Bevorzugen Sie eine bestimmte Brotsorte für Ihr Sandwich? Ich liebe Vollkornbrot, es fügt eine schöne Textur und einen schönen Geschmack hinzu. Das ist eine gute Wahl. Es ist nahrhaft und sättigend. Genau. Nach einem guten Truthahn-Sandwich bin ich immer zufrieden. Stellen wir sicher, dass wir alle Zutaten dafür besorgen. Lektion 17: Mit Sorgen umgehen. Ich habe in letzter Zeit über meine Sorgen nachgedacht. Es ist normal, dass man sich manchmal so fühlt. Haben Sie darüber nachgedacht, unnötige Ausgaben einzuschränken? Ja, das könnte helfen, den finanziellen Stress zu lindern. Genau. Eine Reduzierung der Ausgaben kann Ihnen mehr Sicherheit geben. Ich habe mir mein Budget angesehen und herausgefunden, wo ich sparen kann. Das ist ein kluger Schachzug. Jedes kleine bisschen summiert sich mit der Zeit. Ich möchte mich auf das Wesentliche konzentrieren und Überschüsse loslassen. Das ist ein toller Ansatz. Das Leben zu vereinfachen kann zu weniger Ängsten führen. Ich stimme zu. Es fühlt sich gut an, die Kontrolle über meine Finanzen zu übernehmen. Lektion 18: Effektiv kommunizieren. Manchmal bevorzuge ich es, meine Gefühle durch Texte auszudrücken. Das ist verständlich. Für viele kann es bequemer sein, SMS zu schreiben. Genau. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der Ton in schriftlichen Nachrichten verloren gehen kann. Ja, deshalb bevorzuge ich Videoanrufe für wichtige Gespräche. Videoanrufe ermöglichen eine bessere emotionale Verbindung, finden Sie nicht? Absolut. Sie können Mimik sehen und den Tonfall hören. Es macht einen erheblichen Unterschied im gegenseitigen Verständnis. Ja, und es hilft, Missverständnisse zu vermeiden, die durch Texte entstehen können. Machen wir es uns zur Gewohnheit, Videoanrufe für persönlichere Gespräche zu nutzen.
Lektion 19, Sportkultur. Sport spielte im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle in der britischen Kultur. Ja, es war der Fußball, der sich weltweit viel schneller durchsetzte. Absolut. Es wurde zu einem bedeutenden Bestandteil vieler Gemeinden. Fußball hat Menschen zusammengebracht und Identität geschaffen. Ich habe gelesen, dass in dieser Zeit die ersten offiziellen Fußballvereine gegründet wurden. Ja, und sie haben den Grundstein für die Profiligen gelegt, die wir heute sehen. Es ist faszinierend, wie eine Sportart Kultur und gesellschaftliche Dynamiken beeinflussen kann. Definitiv. Sport spiegelt oft gesellschaftliche Werte und Veränderungen wider. Ich freue mich, dass Fußball weltweit weiterhin ein beliebter Sport ist. Lektion 20, Informationen sammeln. Definitiv. Es ist immer gut, sich vorher zu informieren. Ja, es hilft uns, fundierte Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Die Kenntnis des Kontexts kann unsere Planung erheblich beeinflussen. Genau. Es ermöglicht uns, Herausforderungen und Chancen vorherzusehen. Wir sollten auch unsere Ansprechpartner um ihre Erkenntnisse bitten. Das ist ein kluger Schachzug. Zusammenarbeit führt oft zu besseren Ergebnissen. Lassen Sie uns eine Checkliste mit den Informationen erstellen, die wir sammeln müssen. Gute Idee. Es wird uns helfen, organisiert und konzentriert zu bleiben. Ich freue mich darauf, alles zusammenzustellen und weiterzumachen. Lektion 21, 0, historischer Wandel. Erst 1961 hob die Professional Golfers Association ihre Regelung auf, die nur für Kaukasier gilt. Ja, das ist ein bedeutender Moment in der Sportgeschichte. Es ist interessant zu sehen, wie weit die Sportwelt seitdem gekommen ist. Absolut. Inklusion ist für das Wachstum jeder Sportart von entscheidender Bedeutung. Ja, es ermöglicht eine größere Vielfalt an Talenten und Perspektiven. Ich denke, es ist wichtig, diese Veränderungen und ihre Auswirkungen anzuerkennen. Definitiv. Lassen Sie uns weiter darüber diskutieren, wie sich der Sport weiterentwickeln kann. Das würde mir gefallen. Es ist spannend, über die Zukunft der Leichtathletik nachzudenken. Ja, gemeinsam können wir positive Veränderungen im Sport unterstützen. Lektion 22, unterstützende Beziehungen. Auf jeden Fall ist es wichtig, alles gründlich zu planen. Irgendwelche Ideen bisher? Ja, ich habe darüber nachgedacht, eine Liste mit Menschen zu erstellen, die mich inspirieren. Das klingt nach einem tollen Anfang. Eine klare Vision hilft. Genau. Ich möchte mich mit unterstützenden Menschen umgeben, die mich wertschätzen. Das ist so wichtig. Es macht einen großen Unterschied in unserem Leben. Ich stimme zu. Zu wissen, dass ich über ein solides Unterstützungssystem verfüge, ist beruhigend. Lassen Sie uns weitere Möglichkeiten zur Stärkung dieser Verbindungen erarbeiten. Das würde mir gefallen. Der Aufbau eines Netzwerks der Positivität kann sehr stärkend sein. Ja, gemeinsam können wir uns gegenseitig stärken und Großes erreichen. Lektion 23, Reiseplanung. Um das Beste aus unseren Reiseerlebnissen herauszuholen, ist eine gute Planung der Schlüssel. Vereinbart. Ich freue mich auf unsere Reise, stellen wir sicher, dass wir alles Wesentliche abdecken.
Absolut. Durch die Planung der Reiseroute können wir sicherstellen, dass wir alles sehen, was wir wollen. Ja, und wir sollten auch Raum für Spontaneität lassen, um Neues zu erkunden. Tolle Idee. Einige der besten Erlebnisse entstehen durch ungeplante Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, lokale Gerichte zu probieren und unterwegs neue Leute kennenzulernen. Ja, das Eintauchen in die Kultur wird unvergesslich sein. Lassen Sie uns auch die Sehenswürdigkeiten recherchieren, die Sie gesehen haben müssen, bevor wir losfahren. Definitiv. Es wird uns helfen, unsere Zeit optimal zu nutzen und jeden Moment zu genießen. Lektion 24: Wirtschaftliche Entscheidungen. Das Land gehörte einigen wenigen wohlhabenden Grundbesitzern, die bedeutende Entscheidungen trafen. Ja, sie beschlossen, dass sie mit dem Land mehr Geld verdienen könnten, wenn sie die Pächter vertreiben würden. Es ist traurig, wie oft der Profit auf Kosten der Häuser der Menschen geht. Absolut. Viele Familien verloren aufgrund dieser Entscheidungen ihre Lebensgrundlage. Es unterstreicht die Bedeutung fairer Wohnpraktiken in unserer Gesellschaft. Ja, wir sollten uns stets für die Rechte der Betroffenen einsetzen. Lassen Sie uns weiter darüber diskutieren, wie wir zu gerechteren Lösungen beitragen können. Das würde mir gefallen. Veränderung beginnt mit Bewusstsein und Handeln. Gemeinsam können wir in unserer Gemeinschaft etwas bewirken. Lektion 25: Platz sparen. Auch das Interesse an minimalistischem Wohnen kann helfen, Platz zu sparen. Ja, es ist erstaunlich, wie viel Unordnung wir mit der Zeit ansammeln. Die Vereinfachung unserer Umgebung kann zu einer friedlicheren Umgebung führen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mir ein paar Organisationstools zu besorgen, die dabei helfen. Das ist ein kluger Schachzug. Ein Plan kann den Prozess erleichtern. Außerdem fühlt es sich so befriedigend an, aufzuräumen und eine frische Atmosphäre zu schaffen. Genau. Motivieren wir uns gegenseitig, für einen aufgeräumten Raum zu sorgen. Das würde mir gefallen. Mit Support ist es immer einfacher, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ja, lasst uns daraus eine lustige Herausforderung machen. Lektion 26: Lebensmitteleinkauf. Milch hört sich gut an. Wo gehen Sie normalerweise einkaufen? Ich kaufe oft auf dem lokalen Markt ein, sie haben frische Produkte und tolle Angebote. Das hört sich herrlich an. Die Unterstützung lokaler Unternehmen ist immer eine gute Wahl. Ja, es fühlt sich großartig an zu wissen, dass ich einen Beitrag zur Gemeinschaft leiste. Außerdem ist die Qualität der Produkte meist deutlich besser. Absolut. Ich liebe es, frische Zutaten für meine Mahlzeiten zu finden. Lasst uns irgendwann mal gemeinsam einen Einkaufsbummel planen. Das würde Spaß machen. Ich würde gerne mit Ihnen neue Geschäfte erkunden. Ja, und wir können Rezeptideen austauschen, während wir einkaufen. Lektion 27: Historische Reflexion. Meine Landsleute, wir stehen nun 10 Jahre nach der Mitte eines Jahrhunderts, das 4 bedeutende Veränderungen erlebt hat. Ja, es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie weit wir gekommen sind und vor welchen Herausforderungen wir standen. Absolut. Diese Ereignisse haben unsere Identität und Werte geprägt. Ich denke, es ist entscheidend, aus unserer Geschichte zu lernen, um eine bessere Zukunft aufzubauen. Ja, das Verständnis der Vergangenheit hilft uns, unsere Gegenwart wertzuschätzen. Lassen Sie uns weiterhin über unsere Geschichte und ihre Auswirkungen diskutieren.
Das würde mir gefallen. Das Teilen unserer Perspektiven kann unser Verständnis bereichern. Ja, es ist eine schöne Art, unsere gemeinsamen Erfahrungen zu würdigen. Ich kann es kaum erwarten, mehr über unsere gemeinsame Geschichte zu erfahren. Lektion 28, Reiseaufregung. Gibt es bestimmte Sehenswürdigkeiten oder Städte, auf deren Besuch Sie sich freuen? Ja, ich freue mich sehr auf die historischen Städten und kulturellen Erlebnisse. Das klingt erstaunlich. Die Geschichte verleiht dem Reisen so viel Tiefe. Absolut. Ich liebe es, in die lokale Kultur einzutauchen. Lassen Sie uns eine Liste der Sehenswürdigkeiten erstellen, die Sie auf unserer Reise unbedingt gesehen haben Tolle müssen. Idee. Es wird uns helfen, das Beste aus unserer Zeit zu machen. Ich freue mich auch darauf, in jeder Stadt die lokale Küche auszuprobieren. Ja, Essen ist ein großer Teil des Erlebnisses. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Lektion 29, Lebensmittelfunde. Sie stehen im untersten Regal von Gang 2. Verkaufen Sie hier Biofrüchte? Ja, sie haben eine große Auswahl an Bioprodukten. Das ist fantastisch. Aus gesundheitlichen Gründen bevorzuge ich, wenn möglich, Bio. Absolut. Es ist auch großartig, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu unterstützen. Ja, und Biofrüchte schmecken oft viel besser. Ich stimme voll und ganz zu. Frische macht den Unterschied. Stellen wir sicher, dass wir für die Woche eine Auswahl an Früchten einsammeln. Tolle Idee. Ein buntes Sortiment ist gesund und ansprechend zugleich. Ich bin gespannt, welche köstlichen Gerichte wir daraus zaubern können. Lektion 30, Wasserstraßen und Städte. Der Mississippi mündet in Kanada in den Ontariosee. Ja, es ist faszinierend darüber nachzudenken, wie vernetzt unsere Wasserstraßen sind. Absolut. Der Name der Stadt ist Niger am See, oder? Ja, das stimmt. Es hat eine so reiche Geschichte, die mit dem Fluss verbunden ist. Ich liebe die entscheidende Rolle, die Flüsse bei der Entwicklung von Städten spielen. Ja, sie stellen häufig Ressourcen und Transportwege bereit. Lassen Sie uns gemeinsam mehr über die Geschichte dieser Gegend erfahren. Das würde mir gefallen. Es ist immer interessant, etwas über das lokale Erbe zu erfahren. Ja, das Verständnis dieser Zusammenhänge steigert unsere Wertschätzung für das Land. Lektion 31, Networking-Tipps. Ja, am besten bieten Sie zuerst Ihre Karte an und verlangen im Gegenzug die Karte. Das macht Sinn. Es zeigt Selbstvertrauen und Initiative beim Networking. Genau. Es verleiht dem Gespräch einen positiven Ton. Ich schätze diesen Ansatz, es fühlt sich ansprechender an. Ja, und es kann zu sinnvolleren Verbindungen führen. Den Tipp werde ich mir beim nächsten Networking-Event merken. Großartig. Je wohler Sie sich fühlen, desto besser werden Ihre Interaktionen sein. Absolut. Ich freue mich darauf, dies in die Praxis umzusetzen. Lassen Sie uns weiterhin einander beim Aufbau unserer Netzwerke unterstützen. Lektion 32, Reiseeinblicke. Der Schlüssel dazu, das Beste aus unseren Reiseerlebnissen herauszuholen, liegt darin, offen für neue Abenteuer zu sein. Ich stimme voll und ganz zu.
Jede Reise ist eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Ja, es ist wichtig, andere Kulturen kennenzulernen und neue Lebensmittel auszuprobieren. Ich freue mich auf unsere Reise, lasst uns jeden Moment genießen. Definitiv. Wenn Sie eine Mischung aus Aktivitäten planen, bleibt die Sache spannend. Ich kann es kaum erwarten, lokale Sehenswürdigkeiten und verborgene Schätze zu entdecken. Ja, und die Interaktion mit Einheimischen kann unsere Erfahrung noch mehr bereichern. Absolut. Ihre Erkenntnisse können uns zu den besten Spots führen. Halten wir unterwegs Ausschau nach einzigartigen Erlebnissen. Lektion 33: Vertrauen in Innovation. Die Menschen vertrauten dieser neuen Methode viel mehr als den alten Methoden. Ja, es ist interessant, wie Innovation so schnell Perspektiven verändern kann. Absolut. Neue Techniken bringen oft bessere Ergebnisse und Effizienz. Ich denke, es ist wichtig, offen für Veränderungen und Verbesserungen zu bleiben. Ja, Flexibilität kann zu erheblichen Fortschritten führen. Ich stimme zu. Die Akzeptanz neuer Ideen ist entscheidend für Wachstum. Lassen Sie uns weiter darüber diskutieren, wie wir innovative Methoden in unsere Arbeit integrieren können. Das würde mir gefallen. Daraus können sich spannende Möglichkeiten ergeben. Ja, gemeinsam können wir eine Kultur der Kreativität und des Fortschritts fördern. Lektion 34: Tierpflege. Für Vögel gab es Futter und Käfige, es gab auch eine Abteilung für Fisch. Das klingt nach einer schönen Einrichtung für die Tierpflege. Ja, es ist wichtig, für geeignete Lebensräume und Ernährung zu sorgen. Absolut. Jedes Tier hat einzigartige Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Ich finde es toll, wie eine verantwortungsvolle Tierhaltung zu glücklichen Tieren führen kann. Ja, und es ist lohnend zu sehen, wie sie in einer gepflegten Umgebung gedeihen. Stellen wir sicher, dass wir andere über die richtige Tierpflege aufklären. Ich stimme zu. Bewusstsein kann einen erheblichen Unterschied machen. Gemeinsam können wir Freundlichkeit gegenüber allen Lebewesen fördern. Lektion 35: Auswahlverfahren der Jury. Anwälte versuchen oft, Geschworene zu entlassen, die in ihren Fällen möglicherweise kein Verständnis haben. Das stimmt. Es handelt sich um eine wichtige Strategie im rechtlichen Verfahren. Beispielsweise könnten Strafverteidiger versuchen, für eine günstigere Jury zu sorgen. Genau. Sie wollen Geschworene, die ihre Argumente nachvollziehen können. Es ist faszinierend, wie der Auswahlprozess das Ergebnis beeinflussen kann. Ja. Der Hintergrund und die Überzeugungen jedes Geschworenen können eine wichtige Rolle spielen. Es verdeutlicht wirklich die Komplexität des Justizsystems. Absolut. Das Verständnis dieser Dynamik ist für jeden, der Jura studiert, von entscheidender Bedeutung. Lassen Sie uns weiter über dieses Thema lernen. Es ist ziemlich faszinierend. Lektion 36: Hochgeschwindigkeitszüge. Haben Sie schon von den neuen Hochgeschwindigkeitszügen gehört? Ja. Sie bewegen sich mit hohen Geschwindigkeiten von etwa 300 Kilometern pro Stunde. Das ist unglaublich. Es macht Fernreisen viel schneller. Absolut. Es ist ein Gamechanger für Pendler und Reisende gleichermaßen. Ich liebe die Idee, in kürzester Zeit an mein Ziel zu gelangen. Und auch der Komfort an Bord ist meist erstklassig. Sicher.
Es ist eine moderne Art, effizient zu reisen.